Ich saß vorhin auf dem Klo und habe eine sehr romantische Vorstellung, ich weiß. Aber ich saß vorhin auf dem Klo und habe halt nach ein bisschen Videos geguckt, die wir gleich im Stream gucken können. Da wurde mir ein Thumbnail vorgeschlagen von einem Channel, den ich tatsächlich noch nicht kenne. Und zwar von, wie heißt der? Half Asleep Chris. Und zwar hat Half Asleep Chris ein Video hochgeladen. I built a huge Lego Roller Coaster, floor to ceiling. Das heißt, es ist ein Typ, der eine Lego-Achterbahn durch sein komplettes Haus gebaut hat. Und da ist das Thema Lego, da ist das Thema Achterbahn, da ist das Thema Bauen. Da würde ich mal sagen, direkt Abfahrt rein, da sehe ich uns. So. Direkt mal rein. Neue Channels entdecken finde ich auch immer nice. Bin sehr, sehr gespannt auf das Video. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr den Channel kennt. Ich habe noch nie von dem Channel gehört. Ich finde aber, das Video klingt sehr, sehr interesting. Let's go. Wahrscheinlich auch mega teuer, das Ding, weil Lego halt einfach fucking teuer ist, so. This is the Lego Roller. Das war sehr satisfying von den Sounds her. Coaster. Rotate the crank, turn the chain, pull the ride vehicle and... Ich wusste gar nicht, dass Lego Achterbahn hat. Übel geil. As impressive as it may be, from the top of the lift hill back to the start takes a mere 4 seconds. You can probably guess where I'm going with this. I bought 10 of them, and the plan is to combine them into one giant roller coaster. This is gonna be... Wie teuer, was denkt ihr? Schätzt mal, wie teuer ist das Ding? Ich sag, ein Lego Rollercoaster kostet 400 €. Was sagt ihr? Schätzt mal, Leute. Was denkt ihr? Wie teuer ist es? 70 €, 500 €, 250 €, 5000 €, 340 €, 550 €. Weil Lego ist halt echt sehr teuer. Hier ist das Ding. 299 €. Krass, okay, da war ich ein Ticken zu teuer. Aber ey, okay, normalerweise kostet 330. Aber boah, 300 € für eine Achterbahn, das heißt, wie viel hat er gekauft? 300 mal 9, 2700 € für Lego-Achterbahn. Lego ist schon sehr teuer, aber so eine Lego-Achterbahn bauen fände ich halt auch echt schon sehr geil, bin ich ehrlich. 10 hat er gekauft, okay, das sind 3K. Eine würde ich schon gern bauen. Vielleicht habe ich in der Halle in meinem neuen Stream-Setup Platz dafür, irgendwo die Hits zu stellen. Da bauen wir eine Lego-Achterbahn zusammen, Leute. Hättet ihr Bock drauf? Is to combine them into one giant roller coaster. Wie viel verdient man mit dem Video? Okay, das hat 2,6 Millionen Aufrufe. Kann man rechnen, wenn der, keine Ahnung, $5 pro 1000 Views bekommt, sind das 5 mal 2500. Da hätte er jetzt 12.500 € mit so einem Video verdient. Das heißt, das hat er wieder drin. This is Lego Stream, yes. Be so much fun. But before any fun could begin, first came the not so fun part, sorting the pieces. Between the remaining 9 Ich habe noch nie Lego-Dinger sortiert. Ich bin immer so alles auf einen Haufen. Das ist wahrscheinlich dumm. There were 423 bags, comprising 37,116 pieces. Now I'm sure there are people who would derive great satisfaction from meticulously sorting tens of thousands of coloured objects Ich gehöre definitiv nicht dazu. into neat little piles. I am not one of them. It was tedious and miserable, and it took me 4 days, 10 trolleys, and several hundred containers to sort the bricks. Krass. There's about 5,500 Aber wenn alles sortiert ist, macht das Bauen halt richtig Bock. of this piece, 740 of these weird spiderweb pieces, 2,000 of these little chain links. Hat er die gezählt? And just look at all these base plates, it's every kid's dream. I just want to quickly acknowledge the sheer amount of plastic waste this video Das ist natürlich shit. generated. 100% of it was recycled at a specific soft plastics recycling point, and I wrote a very angry letter to Lego. So having sorted myself silly, construction work Das steht in der Anleitung. Ah ja, stimmt. on the roller coaster could begin. Now there are certain goals I want to achieve with this project. Number 1, the roller coaster has got to reach the ceiling, or slightly lower to allow the ride vehicle enough room. Alter, vom Boden bis zur Decke so ein 8, das ist schon geil. Das feiere ich schon sehr. 2, there's got to be at least one loop-the-loop. Jetzt will ich doch eine große bauen. Alter, unsere Halle, die Decken da sind sehr hoch. Wenn ich das da machen würde, Alter, ich bräuchte 80 so eine Lego-Sets. 3, the whole structure must be made of Lego. And 4, it's got to be really, really cool. Das ist eine gute Regel. I also want to create some interesting visual elements like I did for the Lego train a few months back. That video involved a rainforest dome, an underwater section, and a light Einfach Utopia gerade. tunnel. So I want to do something similar Hey, das ist auch geil. Vielleicht können wir, wenn das Video nice ist, gucken wir uns das auch for the mal an. roller coaster. Nächstes Mal oder so. Here's a technical drawing of how it's gonna look. I built the big floor-to-ceiling lift hill first, as it would undoubtedly be the most challenging part.
Building something this Oh, Lego, so riesen Lego-Strukturen bauen ist schon geil, wenn es nicht so teuer wäre, ey. Lego ist halt, wenn du viele Pieces baust. Wir wollten mal, das ist ein Projekt, was wir verworfen haben, weil es einfach nicht funktioniert hat. Wir wollten mal aus Lego einen E-Scooter bauen. Und das war schon teuer und es hat einfach nicht geklappt. Meine Erfahrung mit großen technischen Sachen aus Lego bauen ist nicht so nice gewesen. tool isn't as simple as just stacking Lego ist ja generell geil, aber so teuer. Genau das. bricks together. There are a number of design principles you can use in order to make als Kind habe ich Lego geliebt. Ich habe auch immer so Kirmes, vor der Kirmes so Geräte, so Attraktionen nachgebaut. structure more stable. For Ich weiß instance, nicht, ob Lego überhaupt so Partnerships macht. I don't know. if I were to stack a column of these circular bricks like so, it's very flimsy and liable to collapse. By using one of these stick pieces through the middle, however, the whole column is made significantly more durable. True. I also use clips and these sort of spiderweb shaped pieces to anchor each column to the base plate, as well as crossbeams Einfach komplett Architekt geworden. to form a rigid grid-like structure. Most of it was trial and error, building things and then taking them down again to build a different way, but soon enough it was halfway to the ceiling. Alter, das ist so geil. But I was beginning to realise this probably wasn't going to work. Despite my strict design measures, at just halfway the structure was really quite wobbly. Any higher and I was afraid it might topple. Huch. Okay, that wasn't meant to happen. What's more, even though it was already half Ey, diese Animationen sind ja Killer in den Videos, oder? the height required, the second half would actually need 3 times the amount of pieces already used again, plus then double all of that to come down the other side. And if it's this wobbly now, I'd then need to make the whole structure twice as wide to provide more stability, therefore doubling even that amount of bricks. Das heißt, noch mehr Achterbahnen kaufen. Even with 37,000 pieces of Lego, I had nowhere near enough. I was faced with the dilemma. Either accept defeat and build a more sensible design which doesn't reach the ceiling and isn't nearly as cool, or Oder use wood to build the frame instead of mehr Lego holen. Lego. I didn't want to do either, but given the choice between mediocrity and glory, well, it wasn't even close. Da sehe ich uns, bei uns dann noch Pappe dazu und dann habt ihr ein typisches Video von uns. Die Karte ist halt süß. Und Tape, nicht zu vergessen, true. Einfach Lego festschrauben, man kennt die. Isn't it just ridiculous, Bella? I split the lift wheel in two, just so the chain wouldn't be as long and liable to snapping, and added a motor to make it run automatically. Let's see, the moment of truth. Let's get it spinning. Oh, es ist so cool, einfach ein Achterbahn-Ding aus Lego. Wie geil ist das denn? It's working, yes. Und die Hälfte muss auch noch schief gehen, Kappa, ja. Dann hast du wirklich ein Video von uns. Wobei in den ersten beiden Parts von der Floß-Serie ja überraschend wenig schief gegangen ist. Warte mal auf Part 3. Yes! It's Wie bei Planet Coaster. success. And so it was on to the next obstacle, a vertical drop through a smoke-filled chamber. The standard track pieces aren't actually suitable to create a drop like I wanted, so I'd be turning them on their side to Man create könnte diese ganzen Sachen auch eigentlich 3D drucken, oder? Einfach alle diese Achterbahn-Pieces. the angle, a trick I'd learned from countless other YouTube videos about Lego roller coasters. Since the pieces are essentially bodged together in a way they're not intended to be, they don't perfectly align where they meet the correctly used pieces, so I had to use a cable tie to make things smoother. I also had to make the drop itself shorter, as it was gathering so much RIP Passagiere. speed it would just smash into the bottom, or fall off the track in some bizarre mangled kind of way. How did it manage that? After a ton of tweaking and fine-tuning, I finally got it to work. Next I enclosed the sides, making sure to cut out a small hole for the ride vehicle at the top and front. I put one of the panels on hinges to allow me to access a Smart. track, for when it inevitably breaks a million times. Einfach 500 km/h. I also cut a slot the machine would sit. Smoke. The smoke's coming out the sides. Let's get the car going. Packt da später eine Kamera drauf? Das wäre nice. Kannst du eine Insta360 oder sowas, kannst du ja gut da drauf packen. Wie heißt die nochmal? Well, it It's not certainly nice. works. Wow. Insta But Go. with this giant Go ugly 2. wooden box, Grüß. the whole thing was starting to look really quite unsightly and carelessly cobbled together.
which it admittedly was. Quasi wie bei uns. It was at this point my girlfriend Danielle suggested a wildly different idea. What if the entire ride was in the dark? Ui, im Europapark gibt es ja auch eine Achterbahn im Dunkeln, das finde ich so geil. Think Disney's Space Mountain, but with Lego, and all manner of crazy lighting. My brain went into overdrive with possibilities, and suddenly this new idea was all I could think about. I'm now way too excited for that part, so here's another montage of the boring stuff in between. Ist immer so bei Bauprojekten, du hast halt ganz viel spannendes Zeug, aber das ist noch viel, viel mehr langweiliges, ich muss irgendwas zusammenschrauben. Ey, aber die Montagen sind sehr cool gemacht. Muss man, oh, die Katze. After what had seemed like forever, the track itself was finally complete. To put this into perspective, the average human is about 41 times as tall as a Lego minifigure. So if this 2.3 meter coaster was real and full-sized, it would be 94.3 meters tall, dwarfing the What? Krank. UK's biggest by over 20 meters. Pretty bonkers. It starts with the giant lift hill, before dropping into the smoke-filled chamber, then onto a wibbly-wobbly bumpy section, a dead straight section, my favourite part where the track weaves in and out of the wood, some brief hairpin bends, a third lift hill, a small loop, Geil. a big drop in a big loop which is Bella's favourite part, and a fourth and final lift hill that takes us back to the start. Now I should probably confess two things. Es ist sehr nice. Small loop only works about 75% of the time, meaning for every 3 successful runs, there's one spectacular failure. And the other thing, although the ride vehicle makes it round with ease, the camera doesn't always. Oh. Ey, das war sogar eine Insta360 Go. Hab ich doch gesagt. Occasionally it manages perfectly, but most of the time it really struggles with these fast sharp turns and derails, so I'm gonna need some luck to get the perfect take. Vor allem ist es sehr wackelig, ne? Okay, that's quite enough of that. Are you ready for the lights? Gibt's jetzt. Okay. Achtung, Leute, Flashing Lights Warning. Geil. How insanely cool does this look? Das ist einfach so Rummel auf Steroide. The first lift hill takes you Oh, through wie cool. Einfach mit so Watte, das ist okay. a thunderstorm. I made these clouds using some paper lanterns and pillow stuffing, and with lights inside they look incredibly realistic. Cool. Einfach diese... The second then launches you into space, a nod to the ride's Disney inspiration, with light-up planets and a projector half-heartedly shining Ist super cool. stars onto the ceiling. Ey, als Kind absoluter Traum, sowas zu bauen, oder? There's even a Oder jetzt auch noch. moon lamp on a rotating cake stand. Next it's down into the smoke-filled chamber, then out into Achso, nur diese Knicklichter machen schon was für die Optik. this very colourful section. The straight section has been turned Geil. into a light tunnel with these coloured wire lights, and I've used glow sticks for the part where the track weaves in and out. Ich will jetzt damit fahren. The third lift hill features the lights I originally used for the video Cats in Squares, and looks like some kind of fairground ride, which I guess it sort of is. There's also a load of optical fibre lamps scattered around, an absolute ton more glow sticks, a few of these cool sphere lights, and the occasional tangled mess of wire lighting. Plus I've attached some tiny glow sticks to the ride vehicle itself to help us follow it. And under here is my favourite light of them all. Oh. Ich will jetzt damit fahren, bitte komm. Before we begin, this has been the single most expensive video I've ever made, so if you've Das enjoyed glaube ich ihm sofort. it, please Nice, dass es so gut funktioniert hat, auch dass er 2,6 Millionen Views drauf gekriegt hat. Das wird ihm hoffentlich refinanziert haben. consider subscribing. Hol dir auch eine Lego-Achterbahn. Ey, vielleicht in einer neuen Halle. So für den Stream-Hintergrund bauen wir eine. It enables me to fund the next big project. It's time for the grand opening. Hello and welcome to the Super Mega Good Roller Coaster. Kind of excited, oder ihr auch? Ich bin irgendwie ein bisschen aufgeregt. Please keep all arms and legs inside the vehicle at all times. Ensure your safety bar is as tight as it will go, and please do not throw up. You will be asked to clean it up. I'm also legally obligated to tell you that 1 in every 4 rides crashes horrifically, so good luck, you'll need it. Oh, mit den Sounds. Geil. Wow. Oh, die Wolken sind nice. Hey! Geil. Oh, das ist ja auch ein starkes TikTok, glaube ich, oder so eine Achterbahn. Wow! Boah, das ist viel zu schnell. Ich sehe... Oh! Man sieht ja gar nichts. Gibt es das auch noch mal in Slow... Wow! Gibt es das auch noch in Slow Motion?
Alter, das hat sich angefühlt wie ein Fiebertraum. Gibt es auch noch in Slow Motion? Diese Wattewolke ist viel zu nice. Ey, safe, einfach die ganze Decke und ein Zimmer draus bauen. Ey, das wäre actually für Streaming-Zimmer übel stark. Alter, stellt euch vor, so eine komplette Decke nur aus so Wattedingern, die einfach aussehen wie Wolken. Alter, geil. Junge Gehirnerschütterung nach der Achterbahn. Einfach tot, wenn man damit fährt. Alter, das ist wirklich sehr schnell. Komplett Orientierungsverlust einfach. How amazing was that? Das war schon trotzdem pretty cool, auch wenn es sehr schnell war. Granted, it was a little fast and hard to follow, but it was cool in an abstract sort of way, and just imagine if that was a real ride. This project really has been a roller coaster, full of frustration, trial and error, and ultimately delight. So I hope you enjoyed the ride and don't 400k feel plus in real life. Ja, genau so. too sick. Bella certainly enjoyed herself. She's been watching it for hours. I should probably check she's alright. Das war ein sehr cooles Video und ich sehe gerade, er hat noch eine Bahn gebaut. Ey, aber das war ein sehr schönes Video. Das war voll wholesome. Das war nice. Bitte abonniert meine Channels. Danke. Stay curious. Lol.